Ja, Tag, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zu einem neuen Video zum Thema Auswandern nach Südamerika. Diesmal sind wir in Bolivien. Genau, weil hier in Bolivien gibt es sehr viele europäische Auswanderer, die hier ihr Glück, ihr Zuhause gefunden haben. Und wir stellen euch zwei Projekte vor von Menschen, die es geschafft haben, die hier Erfolg hatten und die hier angekommen sind und die hier für immer bleiben wollen. Viel Spaß beim Video. Bolivien liegt im Herzen Südamerikas. Die Hauptstadt ist Sucre und die Regierung sitzt in La Paz. Hier leben über 11 Millionen Menschen und mit einer Fläche von über 1 Million Quadratkilometern ist Bolivien eines der größten Länder in Südamerika. Es werden heute noch über 30 verschiedene indigene Sprachen gesprochen. Hier in Bolivien ist die Tradition der indigenen Bevölkerung allgegenwärtig. Die Frauen in ihrer Tracht und mit den langen schwarzen Zöpfen nennt man Cholitas. Von den atemberaubenden Landschaften der Anden und des Amazonas-Regenwaldes bis hin zu den salzigen Ebenen des Salar de Uyuni bietet Bolivien abwechslungsreiche Landschaften und unterschiedlichste Klimazonen. All das macht Bolivien zu einem beliebten Ziel unter Auswanderern. Wir befinden uns in Porongo, in der Nähe von Santa Cruz. Hier treffen wir auf Auswanderer, die es in diesem abenteuerlichen und sehr anspruchsvollen Land geschafft haben. Der Ort, an dem wir uns befinden, heißt La Orilla. Es ist ein Eco-Hotel und Restaurant mitten im Dschungel in der Nähe der kleinen Stadt Porongo. Steff und seine Familie kommen aus Frankreich und haben hier ihr neues Zuhause gefunden. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile bei Stefan und seiner Familie und es wird einfach Zeit, dass ich euch Stefan vorstelle, weil der Ort hier, der ist wunderschön und das, was er aufgebaut hat, ist ein totales Paradies. Und das hat er alles mit seiner Familie aus dem Boden gestampft und zwar aus dem Dschungel. Hier war vorher nichts. Und heute ist hier ein Ort, an dem man einfach träumen kann und trotzdem noch das Gefühl hat, mitten in der Natur zu sein. Der Chili-Busch ist jetzt 2 Jahre alt und tot. Schau, wie er hier aussieht. Der ist tot. Die ganzen Blätter trocknen. Hey Steff, wie geht's? Gut. Du sprichst ja doch Deutsch. Ich spreche ein bisschen. Was machst du hier? Ich bin. Ich schneide den Chili-Busch. Die kleinen Chili, die du gestern probiert hast. Hier waren noch welche. Hier ist eine. Und schau hier, hier sind auch noch welche. Aber jetzt ist der Busch tot. Er ist 2 Jahre alt. Deshalb muss das alles raus. Hier habe ich nämlich einen Ablauf vom Bad. Wir fangen hier das Wasser in einem Tank auf und deshalb wächst hier auch ein halber Dschungel. Und wie lange bist du jetzt schon hier in Bolivien? Man kann sagen, seit 15 Jahren. Hier sind wir 2009 angekommen. Wir waren auf einer Rucksackreise und sind eigentlich durch Zufall hier gelandet. Aber wir haben generell etwas abseits der modernen Welt gesucht. Also er hat schon ein richtiges Paradies hier gefunden, muss man sagen. Genau deshalb. Und wir haben dann 2 Jahre von 2009 bis 2011 gebraucht, um uns hier niederzulassen. Du bist mit deiner Frau mit dem Rucksack durch Südamerika gereist und dann direkt habt ihr euch in Bolivien verliebt, ja? Ja, ja. Es war alles ein bisschen komplizierter. Also, wir hatten den Wunsch, Europa zu verlassen. Weißt du, wir wollten einfach einen Ort mehr in der Natur. Und als wir die ganze Strecke von Lima in Peru gekommen sind, wollten wir weiter bis Venezuela. Wir wollten den Amazonas-Regenwald durchqueren. Aber unser Baby Ilan, den du auch kennst, war gerade 1 Jahr alt und wurde krank. Deshalb mussten wir in Santa Cruz bleiben.
Von dort aus haben wir die Gegend erkundet und festgestellt, dass hier noch der wilde Westen war. Und das hat uns interessiert. Das Wilde hier. Und in 2011 haben wir uns dann hier niedergelassen. Sehr gute Entscheidung. Wenn du zurückblickst, bist du zufrieden mit deiner Entscheidung, die du getroffen hast vor Jahren? Schau, hier lebt man glücklich und hier lebt man frei. Zuerst sucht man ja die Freiheit und zweitens sucht man das Glück. Das Glück hier ist Arbeit. Viel Arbeit. Natürlich bin ich glücklich. Ich hätte mir so etwas hier in Europa niemals aufbauen können. Mit all den Regeln, die es dort gibt. Hier kannst du es einfach so machen, wie du magst. Das Klima hier ist tropisch und nahe dem Paradies. Und wie ihr sehen könnt, wächst hier alles. Man muss nur ein bisschen arbeiten und schon wachsen die Früchte. Natürlich ist man hier glücklich, weil die Natur einem so viel zurückgibt. No, entiendo absolutamente. Und wir sind ja jetzt hier seit ein paar Tagen und auch wir fühlen uns sehr, sehr wohl an dem Ort. Also du hast einen wirklich schönen Ort ausgewählt. Normalerweise muss man ja den Blattstiel entfernen, aber hier jetzt nicht, weil die Blätter frisch sind. Die kannst du jetzt als Ganzes essen. Und das ist ein Coca-Busch. Also so sieht Coca aus. Das ist die Coca-Pflanze. Und frisch schmeckt es viel besser als getrocknet. Wirklich gut. Und man kann die ganzen Würmer auch mitessen. He dicho, los gusanos puedes comer también. Die auch. Fliegen auch. Ja, aquí. Ahí, David. ¿Y los frescos son mejor o los viejos son mejor? Der Geschmack ist ja wohl besser so. Ist wie Salat. Ich glaube, die dunkleren sind besser. Ja, der Geschmack ist wirklich besser. Wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier und haben schon einige Produkte von Steff und seiner Familie probiert. Die machen eigene Marmeladen, die machen eigenes Brot. Das ist wirklich total toll. Und alles, was es nicht gibt in Bolivien, muss man halt selber herstellen. Und jetzt gehen wir mal in die Küche, weil Steff ist schon vorgegangen. Der ist schon in der Küche, der bereitet da schon wieder was vor für die nächsten Gäste. Und sind wir mal gespannt, was er uns da zeigen möchte. Hey Steff, was machst du denn da? Estoy haciendo pan natural. Ich mache Brot. Sauerteigbrot mit japanischem Mehl. Das kommt von der japanischen Kolonie, die es hier seit dem Zweiten Weltkrieg gibt. Die stellen die Sachen natürlicher her als die Industrieproduktion. Also die Japaner sind auch schon ausgewandert. Also, und damit machen wir jetzt 2 Kilo Brot. Und für 2 Kilo Mehl habe ich hier 700 Gramm Naturhefe. 700 gramos de levadura madre. Ja, die La Masa Madre, ja genau. Sauerteig. Der ist jetzt bei Zimmertemperatur einen Tag gewachsen. Dadurch geht das Brot später auf. Ich habe das Brot auch schon gegessen und das Brot ist super lecker. Man darf das Salz nicht vergessen, das machen wir dann später rein. Es kommt viel Salz ins Brot. Wir warten jetzt ein bisschen und dann machen wir es rein. Der Sauerteig wird dem Teig außerdem zusätzlich viel Feuchtigkeit hinzufügen. Kannst du dir vorstellen, heutzutage noch mal in Europa zu leben? Heute? Heutzutage nicht. In Zukunft vielleicht, aber heutzutage sicher nicht. Und warum nicht? Wie ich dir gesagt habe, die Freiheit hier und die Ruhe.
Sieh dir meinen Fernseher an. Ich schaue hier raus und es gibt keine Autobahnen. Ich sehe hier Eichhörnchen und Affen. Man hört ja auch keine Autos fahren. Also. Claro. Naja, Europa macht derzeit nur Sinn, um Geld zu besorgen. Das ist die Abhängigkeit an das System. Diese Abhängigkeit bleibt, weil hier gibt es nicht viel Geld. Ich mag es ja, viele Sachen selbst zu machen, aber es gibt nun mal Dinge, die kann man nicht selber machen. Treibstoff können wir nicht selbst machen und Eisen auch nicht. Für viele Dinge muss man dorthin, wo es sie gibt, nämlich an die Quelle. Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass die Versorgungslage in Bolivien halt scheiße ist. Und wenn man jetzt hier unabhängig leben möchte, dann ist man ja trotzdem auf gewisse Sachen angewiesen. Nee, das ist verständlich. Aber die politische Lage in Deutschland, sagst du, da hast du auch keinen Bock. Oder die politische Lage in Europa, da hast du auch keinen Bock mehr drauf. Jawohl. Jawohl, jawohl. Jawohl. Weißt du, Björn, ich bin ein Mann der Freiheit. Um es als Witz auszudrücken, die Autorität ist für Kinder. Wir sind eben keine Kinder mehr, denen man den Arsch versohlt. In Europa werden wir ständig wie Kinder behandelt. Das ist es, was ich möchte, dass die Leute ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen und sich wieder mit der Natur verbinden. Dann braucht es auch keine Obrigkeit. Die braucht es nur in einem künstlichen, falschen System. Dieses Künstliche ist es, was ich nicht mag. Ja, entiendo. Es ist ja auch für uns genau das Gleiche. Also wir haben ja auch keinen Bock mehr, irgendwie uns vorschreiben zu lassen vom System, wie wir zu leben und zu atmen haben. Und ich kann die Entscheidung schon sehr gut nachvollziehen. Und alles hier hast du selber gebaut? Hier war nichts vorher? Nada, nichts. Nichts? Nada. Richtig? Nada, nada. Selber. Alles, echt? Unglaublich. Das sind ja, wie viele Gebäude sind das? Wie viele Häuser sind das? ¿Cuántos casas son? Wir haben das große Kuppelgebäude, die Aula. Am Anfang war es noch kein Restaurant. Es war mehr ein Gemeinschaftsraum, um sich zu treffen. Dann haben wir die Zimmer für die Gäste, unser Privathaus dort hinten und auch noch eine Unterkunft für 2 weitere Gäste. Dann gibt es den Bereich Glamping mit Dusche und Bad. Alles zusammen sind mehr als 500 Quadratmeter Fläche, die wir gebaut haben. Wow, und alles mit nachhaltigen Produkten, ne? Also alles substinible, ne? Alles ist mit Materialien von hier gebaut. Die Pfeiler, die du dort siehst, sind mit dem widerstandsfähigsten Holz von hier gebaut. Das Reetdach ist auch nachhaltig. Das machen sie aus einer Palme von hier. Viel ist mit Lehm gebaut, auch der Weg am Eingang. Ich hebe den Weg aus, um die Erde an einem anderen Ort zu benutzen. Ich nenne die Arbeitsweise 2 oder 3 auf einmal. Wenn du, wie wir hier lebst, kannst du keine Zeit verschwenden. Man muss hier viel über seine Arbeitsschritte nachdenken, wie gestern bei dem Spiel. Erst an die richtige Reihenfolge denken, um keine Zeit zu verlieren. Wenn ich den Weg aushebe, dann mische ich die Erde mit Lehm, um damit dann die Häuser zu bauen. Todo de barro. Ja, es ist alles aus Lehm. Es gibt ein paar Dinge, die aus Ziegelstein sind. Mit dem Lehm zu arbeiten ist sehr langsam. Also nochmal zum Verständnis. Er nimmt die Erde von seinem eigenen Grundstück und baut damit seine Häuser. Das ist so nachhaltig, nachhaltiger geht's gar nicht. Schön. Wie lange hat es gedauert? Wie viele Jahre? Es sind mittlerweile mehr als 10 Jahre. Wir haben alles 2013 gekauft und haben dann angefangen, die Häuser zu bauen. In dieser Zeit hat mir ein Team von den Indigenen hier geholfen.
Die kannten sich mit Lehm aus. Sonst kennt sich hier keiner damit aus. Die Menschen hier möchten Zement und Ziegel. Fácil, quadrático, listo. Schrecklich und außerdem wird es in der Sommerzeit heiß wie in einem Ofen. Meinst du, hier ist nichts gerade, hier ist alles mit rund und schön und also he dicho que nada está recto aquí, está todo adaptado a la naturaleza. Nein, hier ist nichts gerade. Genau. Ich habe alles der Natur angepasst. Es ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll, aber auch thermisch. Es heizt sich hier niemals wirklich auf. Wir haben den Schatten der Bäume, darunter die Häuser, natürlich entlüftet und mit dicken Mauern. Unser Haus hat 40 Zentimeter dicke Wände. No. Er wurde gebissen. Die sind zwar sehr klein, aber dich beißen direkt 20 auf einmal. Toll. So, und jetzt kommt was total Cooles. Wenn ihr auch Bock habt, im Paradies zu leben und zu arbeiten, du bietest Work and Travel an, ne? Das haben wir schon oft gemacht. Aber wir wollen jetzt nur noch Leute hier, die wirklich an unserem Projekt interessiert sind. Das müssen Menschen sein, die in der Natur leben wollen, die mit der nachhaltigen Bauweise leben können. Und natürlich mit der Familie, Leute, die Lust auf Gemeinschaft haben. Egoisten, die nur einen Platz zum Schlafen und Essen suchen, wollen wir nicht. Wenn du wirklich Lust hast, mit uns hier zu leben, dann kannst du uns gerne schreiben. Und dann schauen wir, ob es passt. Also wir packen seine Kontaktdaten unten in die Videobeschreibung rein. Unterhalb von unserem Video könnt ihr sehen, wie ihr Stefan erreichen könnt. Und von vornherein, er hat es ja gerade eben schon gesagt, keine Pussys. Also Leute, die hier kommen wollen, die müssen wirklich Bock haben zu arbeiten, sich zu integrieren und sich hier einzubringen und nicht von wegen hier nur auf die faule Haut legen. Das ist nicht. Aber Camper können auch kommen, ne? Ja, Camper sind auch gerne willkommen. Also so wie wir, wer mit seinem Auto unterwegs ist, hier ist echt ein toller Ort, um einfach mal diesen Stress von Bolivien so abzustreifen. Und da ist man hier genau richtig. Danke. Danke. A ti. Super cool. Gusto. Super cool. Nicht weit entfernt treffen wir auf das nächste interessante Projekt. Wir sind südlich der Stadt Santa Cruz. Hier hat ein Paar aus Deutschland schon seit langer Zeit sein Refugium aufgebaut. Alles ist voller Früchte, saftig und grün. Ein Ort am anderen Ende der Welt, an dem einem doch vieles hier in Deutschland vorkommt. Apfelstrudel inklusive. Ja, super cool, dass wir hier sein dürfen. Ein ganz toller Ort, also gefällt uns wirklich sehr. Und danke für die Einladung, also ja, schön. Wir sind bei Leia und Walter. So, jetzt, okay. Gut, wir sind echt dankbar, dass ihr gekommen seid und freuen uns natürlich auch, ja, ein bisschen über Bolivien zu ratschen und ja, was sich auch hier im Ganzen verändert hat. Seit wann seid ihr hier in Bolivien? Seit wann seid ihr hier? Also das erste Mal sind wir gekommen, das war ja zum Urlaub machen, nur zum Urlaub machen, 94. Wie so viele, ja. Genau, und 95 Jahre sind wir dann hier wirklich fest gestrandet. Und gibt es einen Grund, warum ihr ausgewandert seid? Also der Grund war eigentlich der Urlaub. Und in dem Urlaub passierte die Magie, weil irgendwie diese Größe, was dieses Land zu bieten hat, dieses Expansive, hat halt in uns auch was bewirkt, so dass das Herzchen aufgemacht hat. Und gut, es gibt hier einen Spruch, der heißt: Bolivien nimmt dich an und liebt dich und lässt dich nicht mehr los, oder es mag dich nicht und ciao. Und so ist es wirklich. Also entweder du bleibst hier und du bleibst hier gefangen. Wir haben ja zweimal auch probiert, wieder zu gehen. Ging nicht. Und andere Leute, die kommen und sagen, ach, es geht überhaupt nicht. Also kann man sagen, dass Bolivien euch in seinen Bann gezogen hat? So ist es. So ist es, ja, genau. Ja, es hat natürlich auch Gründe gegeben, dass es uns leichter gefallen ist. In dieser Zeit, wir waren ja in München und
Das war in der Zeit so zwischen 1980, 90. Bei uns wurde ständig in die Geschäfte eingebrochen. Ja. Weißt du? Und ich hatte auch so Zigarettenautomaten, die wurden alle aufgebrochen. Das war eine Katastrophe. Also es war der richtige Zeitpunkt zu verkaufen, kann man Ja, sagen. ja, genau. Ja. Und habt ihr die Immobilie hier einfach gefunden? Ging das schnell? Oder, Ja, die Gegend hat uns sehr gut gefallen und dann sind wir auf Erkundungsfahrt gegangen, mit Machete durch den Urwald hier. Es war war ja nur ein Urwald. Ja, aber du kannst sagen, also in den 2 Wochen, wo wir hier zu Besuch waren, 2 Wochen, musst du dir mal vorstellen, haben wir vielleicht 2, 3 Tage Grundstücke gesucht. Und ja, an dem letzten Tag sind wir dann echt mit Machete überall rein und das ist es. Und das haben wir dann da gekauft. Also es ist halt auch nur in Südamerika möglich, dass man wirklich noch so viel Platz hat, dass man mit einer Machete einfach mal durch die Gegend läuft und sagt, hier, das ist mein Ort, da brauche ich zu der damaligen Zeit. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, aber es gibt immer noch genügend Grundstücke, ja, aber Grundstücke. Ist weit außerhalb der Stadt. Aber eben nicht so nah an der Stadt. Weißt du, je näher du der Stadt kommst, desto teurer wird die Geschichte. Naja, na klar, und ihr habt ja auch erzählt, also heutzutage hat man ja so das Gefühl, dass ihr fast in einem Vorort von Santa Cruz lebt. Aber ihr habt erzählt, es war mal anders. Ne? Ihr wart hier richtig im Grünen mal, als ihr das gekauft habt. Ja, und so richtig schön in dem Dschungel, kann man sagen. Ne? Also man 20 Kilometer außerhalb der Stadt war, damals wirklich außerhalb der Stadt. Und ja, wir waren hier ganz alleine mit der Wildnis und mit den schönen, lieben Tieren, von Schlangen angefangen über Stachelschweine, über alles. Ne? Und das hat sich schon sehr verändert, kann man sagen. Also brutal. Man kann es sich nicht vorstellen, aber wirklich in 30 Jahren sieht man, wie sich alles verändert. Und ja, die Stadt ist halt leider jetzt rückt immer näher zu uns, was uns jetzt nicht so gut gefällt. Also ist aber dann auch ein Grund, nicht so nah an der Stadt zu sein, wie ihr gerade gesagt habt. Umso näher man dran ist, umso eher ist die Gefahr auch, dass sie einen verschluckt. So ist es. Aber interessant ist, der Bolivianer sucht natürlich ganz nahe an der Stadt zu sein und sucht immer das Grundstück an der Straße. Wir Deutschen sind ja ganz anders, wir gehen weit weg von der Straße. Ne? Mañana es un día feriado. Ah, sí? San Juan, ¿no? No, Corpus Christi han dicho. Y creo que para eso así. Ja, die üben schon. Oder sie üben schon für den 6. August, ne, da wo Dia de Bolivia ist. No. Aquí en Südamerika. Super leckerer Strudel. Also ich fühle mich wie zu Hause. Ach ja, echt, ist ja fast wie in Deutschland. Richtig, richtig cool. Sag mir doch einfach mal, wie würdest du denn im Allgemeinen das Leben in Bolivien beschreiben? Das Leben in Bolivien ist ja genau das Gegenteil von Deutschland. Ne? Also wo wir ankamen hier, war erstmal Schock, weil Deutschland alles strukturiert, bestens durchstrukturiert und hier ist der absolute Chaos. Aber es gibt gar kein Aber. Es ist einfach alles viel einfacher und du kannst hier einfach dein Leben erleben, was du erleben möchtest. Du kannst alles einfach ausprobieren. Ne? Also kann man sagen, dass du hier viel mehr Freiheiten hast als... Absolut. Schau mal, wir hatten eine Bäckerei hier aufgemacht. In Deutschland kannst du was überhaupt nicht machen. Du musst erst einmal einen Meister haben und bla bla bla, alle Papiere. Und hier machst du es halt einfach. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und die Leute sind dankbar dafür. Ne? Wenn ich deinen Strudel esse, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es funktioniert hat. Ja, es hat sehr gut funktioniert. Gott sei Dank. Laia, eine Frage an dich. Wir hatten ja ein Vorgespräch und da hast du mir ja schon was erzählt. Du hast ja hier ein Projekt, bei dem du Frauen unterstützt, die als Kinder Opfer sexueller Nötigung geworden sind. Ist das richtig? Richtig, genau. Ja, das ist ein Riesenprojekt. Das wird begleitet. Diese Frauen werden begleitet, weil es muss natürlich ganz viel innere Arbeit damit geleistet werden und viel Körperarbeit. Und gut, da tun sich natürlich die ganzen Dinge, was ich heute mache, wie Yoga, Feldenkreis etc., tut sich da super für diese Frauen eben mithelfen, dass sie sich befreien oder erkennen können, dass sie diesen Schmerz heute nicht mehr leben müssen. Mhm. Aber es ist eine lange Geschichte und ist eine
ist ein langer Weg, bis man wirklich sagen kann, ah ja, jetzt fühle ich mich wieder gut. Ist halt in einem drin und man kann es auch nicht ausradieren, so viel, wie viele sagen, ja, vergiss es halt einfach, es geht nicht, weil der Körper behaltet es halt. Aber es ist möglich, dass man sich wesentlich besser fühlen kann. Ja, umso wichtiger, dass es jemanden gibt, der in so einer Situation hilft. Genau, richtig. Ja, und einfach begleitet, diese Frauen begleitet, weil die fühlen sich natürlich auch oft total eingelassen. Oft reden sie ja überhaupt jahrelang darüber nicht. Und gut, wenn sie dann natürlich diese Stelle finden, da wo sie sich aufmachen können und fallen lassen können und einfach nur mal alles raus, das ist diese Arbeit, was ich mit diesen Frauen mache. Ja, und dann gibt es halt noch dieses schöne Projekt, was ich eben da durch die ganzen Arbeiten gemacht habe. Das ist ein Dokumentarfilm. Und der hilft natürlich noch mehr, dass die Frauen dann das Vertrauen haben, ja gut, da kann ich wirklich aufmachen und darf wirklich erzählen und es wird auch geglaubt. Genau, und in den Dokumentarfilm schauen wir jetzt mal rein. Bueno, yo quedé 30 y pico años en silencio. Esta es la primera vez que la cuento así frente a una cámara, la verdad. Pertenezco al grupo de Mujer Mariposa, donde vamos trabajando una evolución. Y yo no quiero que la persona que le pase y que escuche el testimonio mío de mi amiga deje pasar más tiempo, deje pasar muchas cosas. Entonces todas las mujeres que han vivido, que viven, que hablen, no importa con quién, que hablen y ábrense para una sanación, porque si no hablamos nos vamos a destruir. Como dice Laia, ¿no? En el grupo de Mujeres Mariposa, sana una, sanamos todas. Tengan el valor, mujeres, y ábrense. Ja, und zusätzlich bietest du ja auch noch, hast ja auch gerade eben noch mal gesagt, Yogakurse an und Massagen, Selbstheilung. Also Alessandra hat ja heute mal eine Massage bei dir genossen und hat gesagt, das war total schön, sehr entspannt. Und das bietest du auch für Kunden an, ist das richtig? Also klar, Massagen kann ich natürlich online nicht anbieten, da muss man vorbeikommen. Ne? Aber ansonsten biete ich Yogakurse und Feldenkreis und diese ganzen Selbstheilungskurse biete ich auch online an. Aber ich mache natürlich auch Workshops hier oder Retreats, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Und ja, können die Leute gerne mitmachen. Ne? Und man kann generell, man kann euch besuchen kommen, ne? Das ist richtig? Sehr gerne. Haben wir auch Gästezimmer oder gut, also wenn die meisten kommen ja doch mit dem Campingbus oder mit ihren großen, schönen Wohnmobils, haben sie auch hier Platz, sich hinzustellen und wirklich immer gerne herzlich willkommen. Na, das ist schön. Also wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier. Das ist ein sehr schöner Ort und es hat uns sehr gut gefallen. Wenn ihr Interesse habt, Laia und Walter zu besuchen, dann sind die Kontaktdaten unten unterm Video. Da ist die Instagram-Adresse von Laia, auch für Fernkurse, Healing, egal was. Wenn ihr sie fragen wollt zu dem Thema, da ist sie erreichbar. Und wir haben die Google Maps-Adresse von dem Ort hier verlinkt. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid in Südamerika mit eurem Camper oder wie auch immer am Reisen seid, in der Nähe von Santa Cruz einen guten Ort braucht, dann ist das alles unterhalb vom Video. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es euch gefallen hat mit Steff seiner Familie, beziehungsweise Laia und Walter. Beides super geile Projekte. Wir waren ja noch woanders, oder? Ja, wir waren in Paraguay, in Brasilien, in Argentinien auch. Genau. Also wenn ihr Bock habt und euch für das Thema Südamerika interessiert, dann ist hier oben die Playlist verlinkt zu dem Thema Auswandern. Und wer sich darüber informieren möchte, unterhalb von unserem Video ist ein Link zu Staatenlos. Da findet ihr auch nochmal Bücher zum Thema Auswandern etc. pp. Informiert euch und wenn ihr selber den Schritt gehen möchtet, dann habt ihr hier die Infos, die ihr braucht. Ansonsten sagen wir Danke. Danke. Ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für die Unterstützung. Bis dann. Ciao. Ciao.